Tag an alle! Heute sprechen wir über ein Thema, das wirklich typisch deutsch ist: Brot. Egal ob Roggenbrot, Dinkelbrot, Knäckebrot, Pumpernickel, Brezeln oder Brötchen, wir Deutschen lieben unser Brot. Es ist ein großer Teil der Kultur, findet sich in Redewendungen und Sprichwörtern wieder und hat eine extrem lange Geschichte. Seid ihr jetzt neugierig? Dann bleibt dran! Laut dem Deutschen Brotinstitut, und ja, das ist wirklich ein Institut, gibt es in Deutschland über 3200 Brotsorten. Ist das nicht verrückt? Das bestätigt sogar die UNESCO-Kommission und somit ist deutsches Brot Weltkulturerbe. Aber warum spielt Brot so eine große Rolle in der deutschen Kultur? Dafür müssen wir ins Jahr 200 vor Christus zurück. 200 vor Christus gab es in Mitteleuropa viele keltische und germanische Stämme. Die Kelten waren eher in Süddeutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich und die Germanen eher in Norddeutschland, Skandinavien und Polen. Dazwischen gab es aber viele Regionen, in denen beide Völker lebten. Die Kelten und Germanen waren kulturell sehr unterschiedlich, doch eins hatten sie gemeinsam: Brot, aber nicht in der Form wie heute. Beide Kulturen haben Fladenbrot und Getreidebrei gegessen, und die beliebtesten Getreidesorten waren Emmer, Dinkel, Gerste und Hirse. Allerdings wussten besonders die Germanen damals noch nicht, was Sauerteig oder ein Lehmofen ist. Diese Technologie kam von den Römern. 113 vor Christus ist die römische Armee das erste Mal auf germanische Stämme getroffen. Danach gab es immer wieder Konflikte. Manchmal gewannen die Römer, manchmal gewannen die Germanen. Und 12 Jahre vor Christus gab es dann den ersten richtigen Krieg. Die Römer wollten, dass Germanien eine neue Provinz wird. Allerdings lief das nicht ganz nach Plan. Nur 3 Jahre nach Beginn des Krieges endete dieser in einer katastrophalen Niederlage für die Römer. In der berühmten Schlacht im Teutoburger Wald besiegten die Germanen die Römer und die römische Expansion wurde beendet. Daraus entstand auch der Limes, die bekannte Mauer zwischen dem Römischen Reich und Germanien. In den nächsten Jahrhunderten hat am Limes ein immenser kultureller Austausch stattgefunden. Und so ist auch römische Backkunst zu den Germanen gekommen. Lehmöfen, Mühlen, Sauerteig, feines Mehl und viele andere Zutaten. Und jetzt wird es interessant. Es gab etliche germanische Stämme und jeder Stamm hat die römische Technologie anders genutzt. Im Süden hat man sehr gerne mit Dinkelmehl gebacken. Im Norden und Osten war eher Roggenmehl populär. Viel später im Mittelalter und der Neuzeit haben sich dann sogenannte Zünfte gebildet. Eine Zunft ist ein Zusammenschluss aus Handwerkern, die denselben Beruf hatten. Sie haben zusammen entschieden, wer den Beruf machen darf, wie die Arbeit gemacht wird und wie viel die Produkte kosten dürfen. Diese Zünfte gab es in Deutschland überall und dabei sind ein paar sehr interessante Sachen rausgekommen. Welches Brot essen die Deutschen eigentlich am liebsten? Auf dem ersten Platz liegt Vollkornbrot mit 25%. Aber was bedeutet eigentlich Vollkorn? Naja, bevor man Brot backen kann, muss man erstmal Mehl haben. Und bevor man Mehl hat, muss man erstmal Getreide mahlen. Und da gibt es 2 Optionen: mit Schale oder ohne Schale. Vollkorn bedeutet also, die Schale ist auch dabei. Und das ist nicht nur lecker, sondern auch gesund, weil die Schale viele wichtige Vitamine und Ballaststoffe enthält. Aber zurück zu den beliebtesten Brotsorten. Auf Platz 2 ist Mischbrot. Das bedeutet, dass in einem Brot mehrere Mehlsorten enthalten sind. Die bekannteste Mischung ist Weizen und Roggen. Ganz simpel. Aber das Brot wird dann meistens mit Sauerteig gebacken. Und der gibt dem Brot sein typisches Aroma. Mann, frisch gebackenes Sauerteigbrot ist besser als jedes Steak. Auf Platz 3 der beliebtesten Brotsorten ist Nussbrot. Und das ist auch ganz einfach zu erklären. Es ist ein Mischbrot mit verschiedenen Nüssen und Samen. Von Haselnüssen über Leinsamen bis hin zu Sonnenblumenkernen ist alles dabei. Und das ist definitiv lecker und sehr gesund. Mein persönliches Lieblingsbrot ist aber Sauerteigbrot aus 100% Roggen.
Das habe ich schon selber zu Hause gebacken und könnte ich den ganzen Tag essen. Zu guter Letzt möchte ich noch über ein paar weniger bekannte Brotsorten sprechen. Aus meiner Heimatregion, Nordrhein-Westfalen, kommt ein sehr dunkles und kompaktes Roggenbrot, das Pumpernickel heißt. Es besteht aus Roggen-Vollkornschrot. Oje, warte, Roggen-Vollkornschrot. Also grob gemahlener Roggen mit Schale. Ganz wichtig, Pumpernickel muss man mindestens 16 Stunden backen. Dadurch bekommt er einen süßen und würzigen Geschmack. Hier ist noch etwas, was sehr populär in Deutschland ist: Laugengebäck. Um so etwas herzustellen, muss man den Teig in eine Natriumhydroxidlösung oder auch Lauge tunken, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. Dadurch bekommt der Teig eine dunkelrot-braune Farbe und einen sehr spezifischen Geschmack. Das kann ich gar nicht so richtig erklären. Am besten ist, ihr probiert es selbst. Die bekannteste Form des Laugengebäcks ist wahrscheinlich die Brezel. Aber es gibt noch viel mehr Varianten, zum Beispiel Laugenstangen, Laugenbrötchen und sogar Laugencroissants. Wie ihr seht, tun wir alles, um Brot zu diversifizieren, was mich zum nächsten Punkt führt. Wie ich schon in der Intro gesagt habe, ist Brot ein riesiger Teil der deutschen Kultur. Und das reflektiert auch unsere Sprache. Auf Deutsch kann man viele Wörter und Redewendungen finden, die mit Brot oder Backen zu tun haben. Hier ein paar Beispiele. Da viele Deutsche abends nur Brot essen, nennt man das Abendessen auch Abendbrot. Und ein kurzer Snack in der Mittagspause, auf der Arbeit oder in der Schule, ein Pausenbrot. Brot war schon immer so populär, dass andere Sprachen deutsche Wörter mit Brot übernommen haben. Auf Russisch existiert zum Beispiel das Wort Buterbrot, also Butterbrot. Ein Brot nur mit Butter. Wobei sie es mehr wie Sandwich benutzen, aber egal. Es gibt auch viele Redewendungen und Sprichwörter, die auf Brot basieren. So kann man sich sein Brot verdienen, wenn man arbeitet. Das bedeutet dann den Lebensunterhalt bestreiten, to make a living. Und wenn man etwas macht, womit man nur wenig Geld verdient, dann ist das eine brotlose Kunst. Bleiben jemandem nur die Reste, egal ob es jetzt um Essen, Finanzen oder ein Projekt auf der Arbeit geht, dann bleiben ihm nur die Brotkrumen übrig. Und wenn man eine Sache nicht mehr so viel macht wie früher, also sich zurücknimmt, dann backt man erstmal wieder kleine Brötchen. Generell wird Brot gerne als Referenz oder Anspielung genommen und Brot ist nicht gleich Brot. Ihr wisst bestimmt, dass es in Deutschland viele Dialekte gibt und jeder Dialekt hat seine eigenen Wörter für Brot und Backprodukte. In Norddeutschland heißen diese kleinen Brote Brötchen mit dem Suffix chen, der das Brot kleiner und niedlicher macht. In Bayern und Österreich wird man diesen Namen allerdings vergeblich suchen. Dort heißt es meistens Semmel. In Baden-Württemberg sind es Weckle und die Berliner sagen Schrippe. Und so richtig absurd wird es, wenn wir über das Anfangs- und Endstück eines Brotes sprechen. Ich blende mal eine Karte ein und sage nichts dazu. Diese lange Geschichte rund ums Brot hat natürlich das Leben und den Alltag der Deutschen beeinflusst. Es gibt zum Beispiel bis heute eine Figur im deutschen Fernsehen mit dem Namen Bernd das Brot. Ein depressives Brot, das nachts Kinder vor dem Fernseher dazu bringen soll, abzuschalten. Und ich bin mir sicher, dass das so für einige Kindheitstraumata gesorgt hat. Schaltet ab! Schaltet ab! Schaltet ab! 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 Schaltet ab! Jetzt! Oh mein Gott. Es gibt außerdem ein Brotmuseum in Ulm, in dem man alles über Brot und dessen Geschichte lernen kann. Dort stellen auch Künstler ihre Gemälde aus, die Brot und anderes Gebäck abbilden. Wir haben Brotprüfer und Brotsommeliers, die dann anstatt Wein natürlich Brot probieren und bewerten. Einmal im Jahr findet eine Meisterschaft im Brotbacken in München statt und jedes Jahr wählt das Deutsche Brotinstitut das Brot des Jahres. 2024 war es das Weizen-Vollkornbrot, 2023 das Kürbiskernbrot und 2022 das, ich hab's vergessen, Holzofenbrot. Mann, das sind Namen. Ich könnte noch so viel und so lange von Brot erzählen, welche Getreidesorten es gibt und was der Mehltyp ist.
welche Rolle Gluten spielt und wie die Deutschen glutenfreies Brot in die Kultur einbinden, wie der Alltag in einer deutschen Bäckerei aussieht und so weiter und so fort. Dann würde dieses Video allerdings 2 Stunden dauern und das Mindestniveau wäre C1. Deswegen machen wir hier Schluss. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug ins Land der Brote gefallen. Ich verlinke euch auch noch eine PDF mit wichtigen Vokabeln zu diesem Thema in der Beschreibung. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr über Deutschland, die Deutschen und die deutsche Sprache. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein!